Die Sonne scheint, der Frühling ist da, es ist wieder Campingsaison. Deswegen schaue ich mir den Gitzenweiler Hof an, einen riesen Campingplatz und was der zu bieten hat, was er kann, wie ich ihn finde, all das in diesem Video. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Es ist bei mir noch sehr früh am Morgen, 8 Uhr, das ist für mich abartig. Willkommen zu diesem Video über den Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee. Mein Name ist Markus und heute gibt es wieder einen Campingplatz-Spezial. Ich möchte einen Campingplatz vorstellen, weil er mir einfach imponiert, weil ich ihn spannend finde, interessant finde. Wie gehen wir in diesem Video vor? Ganz einfach. Im allerersten Teil, da gucken wir uns mal die Lage an, wo liegt der Platz überhaupt. Danach schauen wir uns die Stellplätze an, wie kommt man hier unter. Und dann gucken wir uns natürlich die Infrastruktur an. Du kannst dir also dann dein komplett eigenes Bild machen und ganz zum Schluss, da gebe ich dir dann noch mein persönliches Fazit. Und eins noch, bevor wir loslegen, wenn du weiterhin solche Videos gucken möchtest, dann sehr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann wirst du sofort informiert, wenn es hier wieder etwas Neues rund um das Thema Camping gibt. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Jetzt starten wir aber endlich mit dem allerersten Teil. Wo liegt denn überhaupt der Gitzenweiler Hof hier in Lindau? Fangen wir mal mit Lindau an. Lindau befindet sich ca. 180 Kilometer westlich von München und so ca. 215 Kilometer südlich von Stuttgart, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Und das natürlich direkt am Dreiländereck am Bodensee. Mit einer Fläche von 536 Quadratkilometer bietet der Bodensee natürlich wahnsinnig viel Möglichkeit auf Wasser, aber auch mit seinen 273 Kilometer Uferlänge hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Radfahren, zum Beispiel an den schönen Obstgärten entlang und vieles, vieles mehr. Der Campingplatz Gitzenweiler Hof befindet sich nicht direkt in Lindau, sondern ein bisschen oberhalb. Das bedeutet, du kannst entweder mit dem Bus fahren oder du fährst mit dem Fahrrad nach unten. Da geht es richtig schnell. In 15 Minuten bist du an wunderschönen Wegen in Lindau. Nach oben geht es wieder ein bisschen länger zurück. Da habe ich so 18 bis maximal 20 Minuten gebraucht. Aber ich möchte nur sagen, mit dem Fahrrad alles kein Problem. Als ich da übrigens mit dem Fahrrad hochgestrampelt bin, habe ich gesehen, dass direkt vor dem Campingplatz auch noch ein sehr, sehr großer Golfplatz ist. Also für Golfer könnte das auch sehr interessant sein. Aber ihr könnt es euch selber ausmalen. Durch diese Lage am Dreiländereck mit der Schweiz, Österreich und Deutschland hast du so viele Möglichkeiten, Tagesausflüge zu machen. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Daher schlage ich vor, dass wir uns jetzt einfach mal die möglichen Stellplätze auf dem Gitzenweiler Hof ansehen. Ich stehe jetzt gerade am Karpfenweiher und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie hier die Stellplätze so aussehen. Und hier an der Karte seht ihr schon, der Platz ist riesig und deswegen lasse ich euch einfach mal ein bisschen über den Platz laufen. Ich selber hatte einen Platz am Waldrand und so sieht das Ganze aus. Man sieht es hier auf der Karte, es ist dieses ganz kleine Stückchen hier oben und damit könnt ihr schon mal erahnen, wie groß dieser ganze Campingplatz ist. Und an diesen Plätzen hat es dann nicht nur eine Stromsäule, sondern wie man hier sehen kann, auch immer noch Frischwasser, wenn man das denn braucht. Und neben diesen Stellplätzen gibt es auch noch Zeltwiesen und viele Plätze für Dauercamper. Und das verbindet der Campingplatz sehr harmonisch. Ja, wie ihr jetzt am Platz gesehen habt, es gibt jetzt nicht nur Stellplätze für so Leute wie mich, sondern es gibt Zeltwiesen. Es gibt ganz viele Mietunterkünfte, wie man auch hinter mir sieht. Warum zeige ich euch das? Naja, weil ich es interessant finde, weil wenn du dich mit Freunden treffen möchtest, die vielleicht keinen Camper haben, dann ist das doch eine super Alternative, oder? Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis und der unterscheidet sich zwischen Haupt- und Nebensaison. Ich war in der Nebensaison, aber dazu kommen wir gleich. Wie setzt sich der Preis zusammen? Das ist ganz einfach. Einmal aus der Anzahl der teilnehmenden Camper, der Haustiere und dann natürlich dem entsprechenden Stellplatz. Da haben wir schon gesehen, da gibt es sehr viele unterschiedliche Plätze. Zudem gibt es noch Mietbäder und sonstiges, was man dazu buchen kann. Ich habe für 3 Übernachtungen einen Platz am Waldrand genommen und ein Mietbad, einfach nur damit ich es euch zeigen kann. Und das Ganze hat mich dann am Ende 132,50 € gekostet. Und das Ganze, nochmal um auf den Platz zurückzukommen, eingebettet in wunderschöner Natur, unmittelbar in der Nähe von Lindau. Ja, und wenn wir über die Lage sprechen, dann siehst du hier eines, es hat hier so viele Freizeitmöglichkeiten, das ist wirklich abartig. Aber damit würde ich sagen, haben wir das Thema mit der Lage abgeschlossen und wir gucken uns jetzt mal an, was es hier in Ausstattung gibt und da ist neben mir schon mal der EC-Automat. Also am Bargeld wird es von Seiten des Platzes nicht scheitern.
Und die ganze Kohle kannst du dann in der Flipper- und Kicker-Arena gleich wieder ausgeben. Nein, so schlimm wird es nicht sein. Ich will euch zeigen, es gibt hier wirklich für alle etwas. Hier zum Beispiel für die Kinder und Jugendliche. Und da gibt es nicht nur diese Spielarten, sondern du kannst auch Tischtennis spielen, du kannst Billard spielen. Du hast richtig schöne Spielplätze dort vor Ort. Es hat Volleyballplätze, an denen du spielen kannst. Natürlich kannst du auch Fußball kicken, das alles ist da. Und dann gibt es noch was Süßes. Und zwar richtig viele Tiere. Und die sind in wunderschönen Gehegen. Und hier zum Beispiel Ponys. Man kann hier zum Ponyreiten kommen. Es hat natürlich auch einen Streichelzoo, wobei die Kollegen bei mir gerade keine Zeit hatten, weil es gab was zu fressen. Und das steht natürlich an allererster Priorität. Dafür hatte ich absolutes Verständnis. Das Witzige war, dass der ein oder andere dann einfach mal abgebüxt ist und sich mal die komischen Camper auf dem Platz angeschaut hat. Aber es hat auch nicht zu lange gedauert. Ich wollte gerade dieses Pony filmen und schon sind die zwei wieder nach Hause geflitzt. Wahrscheinlich gab es da auch was zu essen. Okay, dann lassen wir die Tierwelt mal in Ruhe fressen, dann kümmern wir uns mal um unser Essen. Es hat 2 Restaurants auf dem Platz, eine Pizzeria. Ich zeige euch einfach mal das Menü, damit ihr auch ein bisschen ein Gefühl für das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Und neben der Pizzeria gibt es dann noch ein Wirtshaus, ja, mit, ich sag mal, richtig guter Hausmannskost. Und auch hier habe ich euch mal ins Menü gefilmt. Ich kann euch zum Essen leider nichts sagen, weil ich hatte da leider keine Zeit zu essen. Aber ich will euch nur zeigen, es hat hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Drumherum hat es dann auch viele Buden. Es gab hier ein Eis- und Kaffeespezialitätenhäuschen, aber leider hatte es noch zu. Und ansonsten hat es hier noch einen großen Biergarten. Und ihr seht selber, was hier wahrscheinlich ansonsten alles noch geboten ist. Wir bleiben aber noch beim Essen, denn hier im Hintergrund seht ihr schon, es hat auch noch einen Supermarkt. Und in diesem Supermarkt kriegst du alles, was du brauchst, wenn du Selbstverpfleger bist. Bei mir war das Wein und richtig gute Semmeln. Und dann habe ich aber noch was anderes entdeckt, und zwar den Camp-to-Go-Container. Das ist ein Container, der rund um die Uhr zu öffnen ist. Das bedeutet, du hältst einfach deine Kreditkarte ran und schon öffnet sich die Türe. Und dann kannst du Campingzubehör kaufen. Also alles, was du irgendwie brauchst, was du vielleicht vergessen hast, egal ob das mit Strom, mit Wasser, mit deiner Toilette zu tun hat, ob du noch ein paar Gläser brauchst, wie auch immer. Du kannst dir hier dein fehlendes Accessoire heraussuchen, gehst am Schluss ans Terminal und gibst dann wieder die Kreditkarte an und bezahlst einfach die Gegenstände, die du dir ausgesucht hast. Ich kannte das noch nicht, aber es hat natürlich auch noch viele andere Sachen auf diesem Campingplatz und dazu kommen wir jetzt. Denn ich finde, auf dem Campingplatz ist eines der wichtigsten Dinge die sanitären Einrichtungen. Und ich zeige euch das jetzt mal an dem Haus, an dem ich immer war. Und ich glaube, das ist eines der Elternhäuser, aber deswegen umso besser. Wir fangen mal ganz vorne an. Es gibt hier natürlich Spülbecken, wo du dein Geschirr abspülen kannst. Und ihr seht hier schon, wie sauber das alles ist. Klar, wir haben noch Nebensaison, aber man hat hier schon erkannt, dass es anscheinend mehrmals am Tag gereinigt wird. Und zwar nicht nur natürlich diese Spülbecken, sondern alles an diesem Sanitärgebäude. Neben den Spülbecken selber hat es dann auch noch Räumlichkeiten, wo du Waschmaschinen und Trockner hast, die du gegen eine gewisse Gebühr benutzen kannst. Und dann schauen wir mal rein ins Haus. Hier hat es für Kleinkinder einen extra Raum. Und wir gucken uns natürlich dann auch nochmal die Toiletten an. Ich war jetzt nur auf den Herrentoiletten, selbstredend. Und auch hier sieht man schon, klar, es ist nicht das Allerneueste, aber es ist alles picobello sauber. Und das erkennt man überall. Und es hat auch so Kleinigkeiten, dass es für kleinere Kinder zum Beispiel was zum Aufsteigen hat. Zu den Kindern kommen wir aber gleich nochmal. Ich will euch noch das Mietbad zeigen, das ich ja dafür extra noch genommen habe. Und hier sieht man auch, hier hat man einen großen Raum mit einem eigenen WC, einer eigenen Dusche und natürlich einem Waschbecken. Und das ist sehr, sehr großzügig gehalten. Das bedeutet, man hat hier eine Menge Platz, sich aufzuhalten, seine Handtür aufzuhängen und vieles mehr. Es ist allerdings so, dass es hier nach oben hin geöffnet ist. Und zu diesem Thema komme ich später nochmal. Jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen nochmal über die Kinder reden. Und da habe ich was Besonderes gefunden. Manchmal steckt das Kind ja im Manne, aber so ganz offiziell darf ich es halt nicht benutzen, aber das finde ich richtig geil. Guck mal hier. Allein diese Dusche. Mega. Das feiere ich total. Hundebesitzer, kein Problem. Wenn ihr Hunde habt, die nehmt ihr einfach mit. Es hat sogar eine Hundedusche und alles. Die habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gefunden. Aber hat es alles da. Also perfekt.
Und klar, was bei der Ausstattung auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die Fähr- und Entsorgung. Angefangen beim Grauwasser, die Frischwasserversorgung, all das gibt es hier natürlich auf dem Platz, sowie auch die Schwarzwasserentsorgung, hier zum Beispiel auch mit einem Camping-Butler, sodass du, ohne dir die Hände dreckig machen zu müssen, deine Kassettentoilette super entsorgen kannst. Und da du vermutlich auch noch andere Abfälle hast, hat sie auch noch eine richtig große Entsorgungsstation für den Rest. So, und jetzt muss der ein oder andere von euch vielleicht ein bisschen hart im Nehmen sein, denn hier hat es früher ein riesen Schwimmbad gegeben. Ich kenne das gar nicht, aber das ist jetzt, wie ihr sehen könnt, weg. Und da ist jetzt gerade noch eine große Baustelle. Sieht aber schon so aus, dass das bald geöffnet wird. Es wird hier eine Renaturierung stattfinden. Was da genau dahinter steckt, das versuche ich noch mal rauszufinden. Auf alle Fälle wollte ich es euch zeigen und ich glaube aber, dass das Ganze hier, wenn die Saison beginnt, alles wieder offen ist. 3 Stunden später. Also jetzt habe ich noch so ein paar Insider-Informationen bekommen, was diese Baustelle betrifft. Damit hat es noch gar kein Ende, sondern da wird noch richtig viel passieren. Das Gebäude hier, dieses Wirtshaus zum Beispiel, das wird abgerissen. Dafür wird was Neues gebaut. Es wird einen Park geben oder eine Parkanlage, die sich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, bis zu dem Ponyhof ziehen wird. Also da wird richtig viel umgemodelt. Das Ganze in den nächsten 2 Jahren, da wird viel passieren. Kommen wir zum persönlichen Fazit. Bevor ich aber loslege, würde es mich interessieren, warst du schon mal hier auf dem Platz? Und wenn ja, dann schreib doch unten in die Kommentare mal deine Erfahrung, wie du diesen Platz so empfunden hast. Ich kann gleich jetzt sagen, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Und in einem persönlichen Fazit gehören natürlich auch immer negative Sachen mit rein. Und da musste ich schon wirklich suchen. Ich habe aber auch welche gefunden. Den ersten, den seht ihr, deswegen muss ich jetzt leider so ein bisschen gegen die Sonne filmen, seht ihr hinter mir. Was mich so ein bisschen stört ist, ich habe jetzt hier online gebucht. Es ist noch wahnsinnig viel Platz frei, weil wir einfach wahrscheinlich in der Vorsaison sind. Und jetzt stehen wir da wirklich dicht an dicht, Reihe an Reihe, und das gefällt mir einfach nicht so gut. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man sagt, okay, wir haben noch so viel frei überall, dann stellen wir den einen dahin, den anderen dahin. Das ist wahrscheinlich einfach nur vom System her so, wäre ich wahrscheinlich zur Rezeption gegangen und hätte gesagt, boah, könnte ich da bitte einen anderen Platz haben, dann hätte ich mit Sicherheit sofort einen anderen Platz bekommen. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe noch eine zweite Geschichte, die mir nicht gefällt. Den einzigen Kritikpunkt, den ich hier bei diesen Mietbädern wieder habe, ist, dass du eigentlich keine Privatsphäre hast. Blickschutz ja, aber Akustik überhaupt nicht durch diese offene Umgebung. Und das finde ich dann bei gemischten Mietbädern mit Familien schwierig. Jetzt habe ich so gelästert, gell? Und jetzt bin ich gerade am Abfahren und habe hier gecheckt, dass es noch andere Mietbäder gibt. Schaut mal das hier an. Das ist dann genau das, wo ich sage, so stelle ich mir das vor. Hier ist deine Privatsphäre. Das ist für mich ein Privatbad. Das ist geil. Schon wieder einen Grund weniger zu lästern. Was ich euch damit sagen möchte, wenn ihr genauso pingelig seid wie ich, solltet ihr bei der Buchung unbedingt darauf achten und die Bäder im richtigen Sanitärhaus mieten. Das waren jetzt die 2 Sachen, die mir nicht so richtig gut gefallen haben. Aber es gibt unfassbar viele Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Einen davon habe ich gleich am ersten Abend erlebt. Aber seht selbst, wir kommen zu den positiven Sachen. Entschuldigung, dass ich jetzt so aussehe, aber ich habe auch nicht geplant, jetzt nochmal diese Aufnahme zu machen. Aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich zu den Highlights. Denn eines meiner Highlights ist definitiv dieser 24-Stunden-Container, wo du dein Zeug kaufen kannst. Ich habe mir jetzt eingebildet, nach fertiger Arbeit, dass ich aus meiner 3D-gedruckten Pistazienschale, die übrigens ziemlich geil ist, dazu gibt es dann ein eigenes Video. Also nicht zu der Schale, sondern zu 3D-Drucken im Camper. Egal, darum geht es jetzt nicht. Ich wollte einfach dazu jetzt noch ein Glas Weißwein trinken. Und den Weißwein, den habe ich mir zuvor im Laden gekauft, weil ich dachte, dass ich heute mir ein anderes Essen mache. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich jetzt einfach Bock auf diesen Weißwein gehabt, habe aber gecheckt, dass ich gar keine Gläser habe. Also war das jetzt für mich eines der absoluten Highlights. Aber es gibt noch mehrere. Generell muss man sagen, der Platz hat unfassbar viele Highlights und ich greife mir jetzt einfach nur ein paar raus. Denn vorneweg, eigentlich mag ich so große Plätze nicht. Ich habe da immer ein bisschen Respekt vor, aber dieser Platz, der macht da wirklich sehr, sehr viel absolut richtig. Und das fängt an bei so ganz vielen kleinen Details, da steckt einfach Liebe drin. Da ist so ein kleines Toilettenhäuschen in der Zeltwiese, wo auch die Spielplätze sind. Und davor hat es einfach wunderschöne Blümchen. Und so ist es hier überall, egal wo du hinschaust, es hat immer irgendwelche Kleinigkeiten, wo du denkst, voll cool. Und wenn es nur der Pizzakarton-Mülleimer bei dieser ganzen Restaurant-Ecke ist. Also das sind überall so Sachen, wo ich mir denke, oh wow, cool, hat sich jemand Gedanken gemacht. Finde ich super schön. Dann, wie gesagt, der Container, absolutes Highlight für mich. Und das größte Highlight sind aber, glaube ich, hier die Menschen. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur Glück gehabt,
Aber egal, ob an der Rezeption, wo du ankommst, super lieb und sehr, sehr freundlich. In diesen ganzen, im Supermarkt zum Beispiel auch das Pärchen. Mega cool. Und wenn du dann über den Platz gehst, ich bin ja heute viel rumgegangen, habe mir alles angeschaut, habe die Videos für euch gemacht. Und selbst wenn dir der Mann mit dem Rasenmäher über den Weg fährt, der hockt auf seinem Rasenmäher drauf und grinst dich an und freut sich, winkt. Und so ist es hier überall. Also mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte, die sind alle cool drauf. Vielleicht liegt es daran, dass die Saison jetzt gerade erst anfängt. Aber das finde ich richtig geil. Und jetzt würde ich sagen, seid ihr dran. Was haltet ihr von dem Platz? Welche Fragen habt ihr noch zu dem Platz? Was habe ich euch nicht beantwortet? Dann sehr, sehr gerne damit ab in die Kommentare und ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Ich schenke mir jetzt ein Gläschen Wein ein. In der Zwischenzeit könnt ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Das Video auch super gerne hypen. Das kostet dich gar nichts. Mir hilft es aber extrem. Und das Schönste an diesem ganzen Liken ist, dass es dich nichts kostet und da geht es auch gar nicht darum, wie du den Platz findest, sondern dass du dich bei mir bedankst für das Video. Auch wenn du sagst, der Platz ist nicht cool, dann hat es ja auch funktioniert, dann weißt du, dass du den hier gar nicht ansteuerst. Ich werde ihn auf alle Fälle wieder ansteuern, denn mir hat es hier richtig gut gefallen und ich überlege mal, was ich beim nächsten Mal extra vergesse. In diesem Sinne, abonnieren, liken, alles was dazugehört, Fragen stellen, kommentieren. Ich freue mich drauf. Und wünsche euch, egal wohin auch immer ihr reist, immer ganz, ganz tolle Reisen und kommt gesund und vor allem auch glücklich wieder zurück. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus und Cheers. Oha, ist gar nicht so verkehrt. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst vom 5-Klang, aber der ist eigentlich ganz geil. Sogar aus diesem Plastikglas.